passen. Ja? Egal, ob Sie jetzt Hüfte kontrollieren oder nicht. Alle umarmen und dann machen das, hoch und dann, oh ja, schön. Das ist beschissen für Jan. Der Arm ist weg, der Arm ist auch weg. Okay? Also wenn ich von der Seite komme und ich will ihn kontrollieren, würde ich immer versuchen, die Arme wieder reinzukriegen. Ja, schönes Embryo, T-Rex-Arme, ist beschissen, das anzugreifen. Das hier, da sind die Ellbogen weg. Okay? Das ist extrem schwer für Janni. Ich freue mich darüber. Ja? Geil. Alle wollen immer kuscheln. Ja, aber als Untermann will ich nicht unbedingt kuscheln. Ich schon, aber Janni nicht. Ja? Okay. Wenn ihr den Ellbogen drin habt und jetzt hier, ja, versuche ich meine Hände zu connecten. Okay? Zur Hüfte laufen, hinter seinen Ellbogen kommen. Na klar mache ich Last. Ich will auch nicht über seinen Kiefer drücken. Wir werden hier nur unnötig nervös. Ja? Wenn ich jetzt den Ellbogen rauskriegen will, Side Control, Schulter runter, so einen kleinen Dab machen, ich gehe in seinen Hals. Für Janni ist jetzt alles andere wichtiger als sein Ellbogen. Ja? Wenn ich hier in den Hals drücke, hat er schon unangenehme Gefühle. Knie an die Hüfte, Ellbogen ausschälen und nach oben. Und auch jetzt ist meine Schulter wieder an seinem Kiefer. Will ich gar nicht. Gehe ein Stück runter, und gehe wieder in seinen Hals. Okay? Genau das gleiche mit der anderen Variante. Ich gehe hin, ja, nicht auf den Hals drücken, bisschen runter, in den Hals schieben. Hüfte kippen, bisschen anlaufen. Und jetzt aber nicht einfach wechseln wieder ins Side-Control, weil dann kriegt ihr den Ellbogen wieder rein. Okay, sondern Lauf hoch, wechseln, die Knie ab, Schulter runter und wieder in seinen Hals. Okay? Ist ihr alle mitgekommen? Okay. Jetzt versuchen wir Folgendes. Wenn wir an der Seite sind, schön Side Control. Ja? Ich möchte natürlich die Option für Janni so klein wie möglich halten. Ja? Ich will eher, dass er wegrollt. Ihr müsst jetzt nicht 1000 Sachen können, ihr müsst bloß die Möglichkeiten für Janni minimieren. Heißt also, wenn ich Side Control will, ziehe ihn rein, meine Schulter geht gegen seinen Kopf, er wird keinen Bock haben, sich zu mir zu drehen. Ja? Die Varianten, die er machen kann, ist okay. Er rollt zum Beispiel weg, zieht die Arme rein. Das ist für uns auch cool, ich versuche die Füße reinzukriegen. Und Rücken. Okay. Wir sind hier. Knie rein. Jetzt mache ich Folgendes. Schulter geht wieder runter. Lasst in seinen Hals. Und jetzt will ich versuchen, manche tappen nach vorne, manche auch nicht. Ja, aber ich will, dass ihr übt, wie wir da ein bisschen mehr Druck drauf kriegen. Okay? Jetzt sind meine beiden Ellbogen auf der Matte, meine Hand, meine beiden Knie und beide Füße. Und ich versuche, wie gesagt, viel Gewicht auf kleine Fläche zu kriegen. Okay? Auch das. Jetzt drehe ich meine Hüfte ein bisschen. Ja? Und es ist wie so ein Tripod. Ich versuche 3 Punkte, Schulter und beide Zehen. Okay? Und jetzt wie Usain Bolt einfach in seinen Hals pressen. Okay? Oft drehen die sich weg, um den Druck ein bisschen zu regulieren. Genau, drehen sich weg. Das ist eine gute Variante, jetzt Folgendes zu machen. Ich nehme mal hier 2 Finger, gehe in seine Achsel, ziehe ihn mir auf. Lass ihn ein bisschen weggucken, wieder diesen kleinen Dab. Jetzt mache ich das Gleiche, aber halt seinen Ellbogen fest. Ja? So, ja? Also Side Control, ganz normal, wie eben auch. Dann probiere ich das einmal mit dem und ihr werdet merken, die Leute wollen wegtörteln. Also, Finger rein, ihr könnt auch ein bisschen aufmachen oder ihr eiskaltes Händchen, 2 Finger rein, ziehen wir rein und macht so ein bisschen eine Banane aus seiner Wirbelsäule. Ja? Ellenbogen festhalten und beide Zehen kommen und jetzt drücke ich rein. Wenn es nicht reicht, richtig anfassen und Zug rauf. Okidoki, mal probieren. Hammer wichtig. Was? Mal frei. Löckchen. Ah, nee, alles gut. Ganz wichtige Idee noch, selbst wenn wir Darts machen, auch beim Darts, ja, mache ich nicht sowas und bleibe jetzt mit den Knien dicht an seinem Körper. Und wenn ich jetzt Last reinbringe, drücke ich so über diesen Punkt hinweg. Ja? Und dann wird es schwer was. Ich gehe ein bisschen weg mit den Knien. Ja? Und jetzt schiebe ich in ihn rein, dass ich mein Körpergewicht besser nutzen kann. Genau das gleiche Side Control. Ihr seid hier,
Ja, und nochmal drauf achten. Bitte nicht mit der Schulter so auf seinen Hals drücken. Ich will, es ist wie ein Choke, ein Bloodchoke. Ne? Hier ist nur Schmerz. Wenn er das gut aushalten kann, ja, werden wir da nicht viel erreichen können. Ich versuche also wirklich runter zu gehen und damit meine Schulter richtig schön von der Seite. Und jetzt auch nicht über diesen Punkt rüber schieben, weil mehr als jetzt kann ich nicht mehr reindrücken. Okay? Wenn ich von der Seite aber bin, kann ich einfach permanent in ihn reindrücken. Okay? Aufmachen, reingehen, ziehen. Man kann auch die Hüfte festhalten. Beim Gi kann ich jetzt den Gi festhalten, dass er nicht wegturtelt. Ne? Auch das, hier müsst ihr aufpassen, weil jetzt kann er natürlich den Arm zwischenmachen, ein bisschen wegdrücken. Okay? Oder festhalten, dass er nicht turteln kann. Oh, sorry. Okay? Ganz kleines Submission noch, sonst weinen hier immer alle rum, dass wir kleine Submission machen, weißt du? Wir sind hier. Ich versuche immer die Hand an meine Seite zu kriegen. Wie ihr das macht, völlig bums. Ja, ich kann natürlich durchfassen. Und bringe jetzt meinen Kopf hier hin. Okay? Ich halte wieder fest. Ja? Gehe hier zur Seite. Und jetzt laufe ich aber nicht unter seinen Ellenbogen, sondern ich gehe über seinen Arm. Ja? Alle verstanden? Easy. Okay? Jetzt öffne ich meine Hände. Ich halte ganz eng fest. Ja? Köpfchen. Schienbein geht auf den Hals. Anderes Schienbein geht auf seinen Unterkörper. Dass ich hier so drauf liege. Okay? Köpfchen rauf, wieder 3 Punkte. Knie, Knie, Kopf. Jetzt gehe ich an seinen Arm und mache einfach einen schönen Arm von oben. Okay? Ja, alle verstanden? Man könnte es auch gleich machen. Ich finde immer ein bisschen doof, weil wenn ihr jetzt Pech habt, schubst ihr euch mit ab. Ja? Ich gehe Side Control, mach Last drauf, gehe ein bisschen zur Seite. Wieder 3 Punkte, dass er mich nicht abstürzt. Versuche reinzukommen und mach den hier auf. Okay? Ja? Jetzt nehme ich mich rauf, wieder 3 Punkte schön festhalten. Wie ihr das festhaltet, völlig los. Ja? Hier rauf, Köpfchen festhalten, Knie rein, Schienbein rauf, Stütze, Schienbein rauf. Köpfchen und dann ziehen. Bitte nicht so rauflegen, ja, weil jetzt kriege ich schlecht gezogen. Ich versuche wirklich den zu machen und dann drehe ich mich rein. Alle verstanden? Los. Alles rein.